Ein Hallo und willkommen zu Wollinios Showbox. Es geht weiter mit House of Cards. Wir haben hier den Schleim das letzte Mal zurückgeholt und schauen mal, wie die Reise weitergeht. The girl is ecstatic that Mr. Flobby is finally back home. I'm happy for you, Melanie says with a smile as she returns the handkerchief. The girl bows her head and thanks you deeply. Mr. Flobby looks as slimy as ever. You just hope it's a happy slime. The headman wants us to bring Mr. Flobby to him. Would you mind, you ask? Of course not. But bring him back soon, she answers with a bright smile. Begib dich mit Pyre zum Bürgermeister. Auf geht's. Mal schauen, was der Bürgermeister will. I am so happy to see you safe and sound, the headman exclaims, giving Mr. Flobby a hug. You explain everything that happened, including the incident with Vince and the Ivory Order. He expresses his relief that the Order will be taking care of the criminal. He then thanks you for your hard work and instructs his stewardess to prepare dinner for your party. You can feel your collective mouths watering at the sight of the lavish meal before you. You, Mar, and Riddis immediately dig in. You aren't sure where you find a moment to breathe among all the feasting. Please, eat to your heart's content, the headman insists with a smile. Once your belly is full, you realize that Mr. Flobby is gone. And then... Room for dessert? The headman asks, offering you a plate of slimy jelly. You feel your stomach churning at the very sight of it. The color strikes you as familiar, and the stickiness sends a shiver down your spine. Ja, es ist so. Nicht nachdenken, reinhauen. Is this Mr. Flobby? You ask the headman, your voice trembling in disbelief. The headman looks at you with a plain expression, one that holds no malice. Is that a problem? He questions back. This dish is a masterpiece, he remarks with a light-hearted chuckle as he gazes at the jelly. And I have you brave heroes to thank for it. Had you not brought that slime back, we would not be able to enjoy this exquisite dessert. You move to leave, but the headman stops you. I try to get my meat while it's still young and tender, but at least your pet is very plump, he remarks, licking his lips. Oh, meint Marin? He points at Mar and asks, would you consider leaving that creature here with me? Never, you refuse flatly, not bothering. Man kann ja echt ein voll brutales Arschloch sein. Think about it, he entreats. And then... You grab the headman by his lapels, hands trembling in fury. Wow. Kämpfen wir jetzt gegen Bürgermeister? Das ist ja cool. Er kann einfach nix.
pummel the headman with all your might. Curled up on the ground, the headman groans in pain, but insists that monsters were meant to be eaten. Ja, das stimmt schon. Hat er schon recht. Mar tightly, reassuring him that you will not hand him over to anyone. Mar looks at you with his round eyes and mews softly. You meet eyes with the rest of your party and reach a tacit agreement. Together, you all stand and leave. Möchtest du diesen Ort verlassen? Ich will am besten gar nichts mehr mit dem Ort zu tun haben. As you are about to leave the headman's house, though, the old man suddenly charges at you from behind. But Mar, the keener of you two, is quick to block his path. With a crash, Mar and the headman tumble to the ground. From the headman's hand falls a small blade. It clatters to the ground, covered in blood. Oh mein Gott. Maren! You take the injured Mar to an inn where you can watch over him. You gaze at the unconscious Mar with concern. Despite the shallow wound, no amount of medicine seems to rouse Mar from the bed. I heard that my friends were in danger, so I came as quickly as I could, Lappy says. As he reaches Mar's bedside, he leans over and licks his wound. "This is what-you-call-it extract," he shouts. He explains that it is a poison extracted from a certain monster. If it enters the body, it drastically reduces one's stamina. Hearing those words, you realize the headman's blade must have been coated in this poison. Mar's condition starts to make sense. "Isn't there anything we can do?" Melanie asks. Lappy's eyes widen in realization before he places his mouth over Mar's wound and begins sucking. He then puts the what-you-call-it extract into a bottle and hands it to you. Lappy says that if you follow the road south of the village, you will reach Shoreland. He tells you to give the extract to the famous nutritionist there. Realizing that you are at fault for this, you don't hesitate to undertake the quest. But this is strange. The extract comes from a monster, so it should have no effect on one, Lappy remarks with a curious tilt of his head. Marin hat die Gruppe verlassen. Jetzt müssen wir nach Süden zur Küstenstadt. "I thought a beast of that size would eat us out of house and home," she remarks, no doubt talking about Mar. Wo sind wir denn eigentlich? Im Gasthaus, okay, okay. Ja, wir müssen hier raus.
Die Küstenstadt. Okay. Alles klar, dann wollen wir mal. And fight. So, Scharfschutz. Erhöht den eigenen Angriff 2 Runden lang um 10. Holy shit. Die haut den ja alleine raus. Du hast ein Item gefunden. So, wir können, ich denke, da unten ist die Küstenstadt, wenn wir hier runter gehen. Oh, da geht's ganz schön weit nach unten. Holy, 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 holy. Ich erkunde jetzt erstmal da oben alles, was ich noch finden kann. Da werden wir mit Sicherheit noch ein paar Kämpfe zu tun haben. Der Feind greift an. Ich will hier die Karte komplett aufdecken. Alle Schätze abgreifen und vielleicht finden wir hier noch was. Was ist das denn? Was Besonderes. Zweifachen Schaden. Oh. Nice work. Jetzt ist er sogar schneller als die Magierin. Der ist gegen Blitz resistent. Aber bestimmt nicht gegen Feuer. Der heilt nur auf. Und noch ein Querstrich. Ordentlich EP. Finstergoblin, weil wir genügend besiegt haben. Wiederbeleber. So viele Wiederbeleber brauchen wir gar nicht. Feind in der Wüste. Oh mein Gott. Das ist böse. Aufkommen, ja, ein Dreier. Ist nicht so toll. Könnt ihn aber raushauen. Dann machen wir hier mal einen Frostblitz auf dich. Eisbrocken. Oh, wow. Geröll. Noch ein Eisbrocken. Auf See, okay. Wunderbar. Donnerschnitt. Eine 1, ob das reicht? Ja, das reicht nicht. Schon wieder eingefroren.
Wunderbar. Du musst definitiv jetzt erstmal eine Heilung hier machen. Spritzer. Vier Schaden. So, da friert sie ja nur ein, das ist okay. Hier eine kurze Heilung. Bitte macht 2 Schaden. Ich wünsche mir 2 Schaden. Zum Glück macht sie einen Crit. Das war ein langer Fight. Lohnt sich fast nicht. Wer bist du denn? An armor-clad knight stands, exuding an extraordinarily powerful aura. The knight faces you and asks, "Might you be challengers?" But after sizing you up for a long moment, his shoulders slump and he mutters, "No, you are not yet ready. Grow strong, young ones," he says, then returns to standing in silence. It appears he awaits a stalwart warrior to challenge him. Okay, da müssen wir später zurückkommen. Ist ja nicht so, als hätte es das erste Mal schon ausgereicht. Nice work. Wunderbar. So, Waffenschleimling. Schatzkiste. Ah, 800 Gold. Lohnt sich doch echt, wie immer hier über alles rund zu suchen. So, was machen wir mit dir? 1. So, da kommt ein Angriff. So, dann kannst du einmal heilen. Nein, doch nicht sie. Okay, das hätten wir auch geschafft. Ordentlich EP.
Was gibt's denn hier hinten noch? Hier haben wir alles aufgedeckt. Und die Quelle in den Bergen habe ich auch noch nicht entdeckt. Die Quest, wo ich noch habe. Separat, ne? Ereignis. You come across two men sitting on a rock. They take no notice of you or the party, but you listen in and deduce that they are a pair of thieves. You lean in, trying to listen about that loot. Head south from the harbor and cross the mountains. Südlich der Küstenstadt über die Berge. It sounds like you hastily grab a scrap of paper, write down what you've heard, and quietly sneak away. Vom Hafen aus über den Berg südlich. Let's do this. Können wir fliehen? Bei einer Augensumme von 2. Dann können wir so oder so fliehen. Der Kampf wird mir ein bisschen zu lang dauern. Da haben wir die Küste. Fischerlose Hafenstadt. The harbor is closed today. Anyone seeking shoreline should move 3 spaces to the southeast. Okay, 3 spaces to the southeast. Hier ist die Küstenstadt. Look, you two, it's the sea, Riddis exclaims, frolicking in glee. You, on the other hand, trudge along as far as you can from the coast, ignoring the hair sticking to your forehead. Feeling something at your feet, you glance down. There's something underneath your boot. Oops. It appears you've stepped on a monster's cape, making it very upset. It attacks you in fury. Erstmal richtig eins auf die Fratze hauen, ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Uiuiui. Erhöht Blitzschaden aller Kämpfer. Sehr schön. Excellent. So, und jetzt kommt zum ersten Mal der Donnersturm. Ohoho. Das war geil. That was lucky. Muss man ein bisschen sie heilen. Wow, warte. Das ist klar, dass wir hier einen Level Up bekommen. Noch 6 EP bis zur nächsten Stufe. So, hier ist die Küstenstadt. Verdoppelt bei Sieg erhaltene Erfahrung. Das könnte öfter kommen.
Übrigens, wenn sie ein Level Up haben, dann bekommen sie alle ihre Leben zurück. 1. Critical. Uh, 260. KP, Angriff und Tempo. Zauberladung erzeugt 2 Juwelen. Hat sie den jetzt bekommen? Ist das ein Zauberspruch, ne? Erzeugt 2 Juwelen, ja. Mach das mal für einen Windschnitt rein. Okay, wunderbar. Wir haben schon wieder 3000 Gold. Super, jetzt wartet hier die Küstenstadt vor uns und wir schauen uns die Küstenstadt in der nächsten Folge an. Hier mache ich einen kurzen Cut. Ich danke wie immer für den Support. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao und habt eine gute Zeit.